I'd look in a mirror and I wouldn't see the female that I wanted to see. I used to think of myself as trans or someone who was transitioning, or, you know, it was something I was always aware of, and now it's just not on my radar at all. I'm very happy with it. Davor war es halt wirklich so, dass ich sehr viele Komplexe hatte und überhaupt gar nicht so wirklich mich auf die Straße getraut habe, ohne 20 Kilo Make-up, um ehrlich zu sein. Aber ja, diese Gesichtszüge, diese maskulinen, die haben mich halt sehr gestört, und dadurch habe ich halt auch wirklich viele Probleme gehabt im Alltag, die ich jetzt nicht mehr habe. Und die OP hat mir sehr viel gebracht. Also mein Alltag ist jetzt eigentlich viel einfacher geworden und ich fühle mich einfach viel weiblicher seit der OP und viel selbstbewusster, auch wegen meinem Selbstwertgefühl auf jeden Fall. Schmink mich auch gar nicht mehr so oft so viel und muss ehrlich sagen, so, mir geht's nach der OP viel besser, auch mental überhaupt. Ich traue mich viel mehr rauszugehen und mehr zu machen. Well, my main problem was the misgendering. I was already living full-time and still got the misgendered in about 30 or 40% of the cases. And naturally, that was really bad for my dysphoria. Since the surgery, since the day after the surgery actually, despite the swelling, I never got misgendered a single time again, and this was vital for me. Einfach ein zu männliches Gesicht. Also mir hat die ganze Stirnpartie hat mir nicht gefallen und die Augenpartie war einfach ja so weit unten. Die Nase war zu groß und so ein Höcker, und die Stirn war zu spitz. Das Kinn war zu spitz. Also ich muss sagen, zuvor habe ich mich echt fast nie fotografiert. Jetzt mag ich mein Gesicht total. Ich gehe, glaube ich, viel selbstbewusster und stolzer durch die Straßen. Ich habe das Gefühl, keiner erkennt es mehr oder so, meine Vergangenheit, und ich mache wirklich sehr gern Bilder von mir jetzt. Das habe ich zuvor gar nicht. Ich habe halt immer das Gefühl gehabt, ich muss nicht so viel schminken, und irgendwie, ich wurde halt meinen eigenen Ansprüchen an mich selber halt nicht wirklich gerecht. Ich glaube, wie vielen Transfrauen ging es halt auch mir so, dass ich mich so ein bisschen im falschen Körper, halt definitiv nicht falschen Körper, aber die Attribute in meinem Gesicht waren halt einfach falsch. Ich muss mir nicht jeden Tag ein neues Gesicht schminken. Viel mehr Lebensqualität. Ich fühle mich viel freier und ich setze mich selber nicht mehr so unter Druck. Wie das Gesicht sieht weiblich aus, komme was wolle. Und ich glaube, also eins der großen Probleme war, dass ich immer noch einen großen Teil meiner alten Persönlichkeit immer noch gesehen habe, wenn ich in den Spiegel geguckt habe. Und auch bei anderen Menschen auch gesehen habe, dass sie, also Menschen, die mich schon länger kennen, dass sie auch noch mein Gesicht auch noch mit meiner alten Persönlichkeit verbinden. Diese Verwirrung, die ich oft noch mitbekommen habe bei Menschen, dass die einfach nicht mehr da ist. Und das ist sehr angenehm, dass es einfach so selbstverständlich ist, junge Dame zu sagen und solche Sachen. I was racked with self-doubt and my own worst critic, so yeah, I wanted to get over that. Really good, yeah. I feel much more confident than I used to. I mean, I used to get reassured by people that I passed anyway, but it, in the back of my head, whenever I got a funny look of someone or anything, it'd be like, oh, have they spotted something about me or blah, blah, blah. But I don't feel that at all anymore, and I often get compliments from people about how I look, so yeah, I'm very happy. Das Problem ist bei mir hauptsächlich gewesen, dass wenn ich in den Spiegel geguckt habe, habe ich immer noch viel von meiner alten Persönlichkeit gesehen, äußerlich. Und das hat mir einfach nicht gefallen. Hauptsächlich, dass ich mich selber erstmal wohler fühle. Ich gehe komplett ungeschminkt aus dem Haus. Es ist mir eigentlich, ich fühle mich an sich noch ein Stück weit angekommener an meiner eigenen
weiblichen Identität.